Nach ihrer Vorstellung auf der Leipziger Herbstmesse im Jahr 1988 begann im Januar 1989 die Serienproduktion der ETZ 251. Diese Motorradserie wartete mit einigen Veränderungen im Vergleich zum bis dahin produzierten Modell ETZ 250 auf. Wie bereits bei den 125er bzw. 150er Modellen arbeitete MZ auch bei der ETZ 251 am Design mit den renommierten Formgestaltern Karl Klaus Diedl und Lutz Rudolph zusammen. Hier haben wir eine ETZ 251 aus einem MZ-Werk. Dieses Motorrad ist Baujahr 89, hat 249 Kubik und 21 PS Leistung. Dieses Motorrad hatte ich als Restaurationsobjekt gekauft und habe mich beim Aufbauen dazu entschieden, die nach den Vorgaben aufzubauen, wie sie vom Haupthändler für die BRD und Österreich 1989 angefordert wurde. Das Motorrad ist komplett mit Originalteilen restauriert worden, soweit wir das finden konnten. Das Besondere an dem Motorrad ist dieser rote Bügel, die roten Federn und die rot lackierte Bremsscheibe. Sonst ist das Motorrad in weiß. Das Motorrad ist ohne Getrenntschmierung, so wurde das von dem Händler gefordert. Es gab auch welche mit Getrenntschmierung, also wahlweise, und hat natürlich keinen elektrischen Starter. Beim Aufbauen, wie bei jeder Restauration, geht ja auch mal was schief. Zum Beispiel ist mir beim Bekleben der Holme nicht aufgefallen, dass auf dieser Seite das MZ-Zeichen verkehrt rum ist. Und wie ich das Motorrad soweit hatte und zum Probelauf hatte, ist mir der Krümmer ausgeglüht. Das sieht man, dass der Krümmer nicht mehr chromglänzend ist, sondern Regenbogenfarben gekriegt hat. Das liegt daran, dass die Zündung falsch eingestellt war durch einen fehlerhaften Nocken und das Motorrad Spätzündung hatte, und bei zu viel Spätzündung wird das Motorrad heiß. Der Krümmer richtig heiß, der fängt richtig an zu glühen. Das Problem habe ich jetzt behoben und habe da eine elektronische Zündung drin. Damit war das gleich erledigt. Elektronische Zündungen haben auch den Vorteil, man hat immer gleichmäßig Zündfunken, die Motorräder springen besser an und laufen auch besser. Wie viele MZ davon verkauft wurden, kann ich nicht sagen, gibt es auch so weiter keine Unterlagen, was da bestellt wurde. Ich weiß nur, dass ein Teil der Bestellung nicht mehr ausgeliefert wurde. Die wurden denn hier noch zum Verkauf angeboten in den letzten Monaten. Diese MZ ist ja eine ETZ 251. ETZ heißt Einheitstyp Zobau. Das Ziel im Motorradwerk Zobau war gewesen, die Rahmenkonstruktion und die Verkleidung so zu gestalten, dass man in den Motorrädern wahlweise Motoren von 125 Kubik bis 300 Kubik einbauen kann. Das war damals einzigartig gewesen. Wenn die das hingekriegt hätten, hätten sie natürlich enorme Kosten gespart. Sonst ist dieses Motorrad zur damaligen Zeit so ein bisschen stylisch gewesen durch den Tank und alles. Die hatten kürzeren Radstand wie die ETZ 250, ist dadurch handlicher und sie läuft in Kurven besser. Ist natürlich für Tourenfahrten dadurch nicht ganz so ausgelegt, weil das Motorrad insgesamt ein bisschen aufgeregt wirkt. Höchstgeschwindigkeit ist laut Buch mit 130 bis 135 angegeben.
weiß nicht, ob man das erreichen muss. Ich habe in den Motorrädern kleinere Dritzel verbaut. Dadurch ist ein besserer Anzug, eine bessere Beschleunigung. Allerdings an der Endgeschwindigkeit fehlt es, denn dieses Motorrad wird so um 115 km/h laufen. Der Spritverbrauch wird so bei 4 bis 4,5 Litern liegen. Wie gesagt, ist sonst meiner Meinung nach ein sehr schönes Motorrad. Fährt sich auch angenehm, wie gesagt, ist ein bisschen aufgeregt. Aber ich finde, das passt doch in die heutige Zeit, vom Design her. Neu war auch die Brems- bzw. Kennzeichenleuchte. Es war eine Neuentwicklung und bestand komplett aus Kunststoff. Die ursprünglich nur für den Export bestimmte Vorderradscheibenbremse war eine hydraulische Festsattelbremse, die hinten am rechten Gleitrohr des Gabelholms befestigt war. Diese 200, also diese Typenbezeichnung sagt eigentlich, hat früher immer die Kubikzahl ausgesagt. Warum die nur die 51 genommen haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen, sonst wäre das eine ETZ 250-1 gewesen oder so.